Hier ist Sebastian von slowjuice.de. Heute kommen wir zu einem Entsafter-Test. Wir vergleichen zwei horizontale Entsafter miteinander, beide Slow Juicer. Hier haben wir einmal den Amschef, also Abkürzung für Amazon Chef Slow Juicer. Das ist ein Produkt von Amazon, steht hier auch, glaube ich, drauf. Steht hier auch drauf, Amschef. Und ja, wir wollen mal gucken, was taugen denn so eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, billig Entsafter. Der kostet 95 Euro. Hat 1117 Bewertungen auf Amazon, also wurde hier auch recht häufig verkauft. Und ja, hier im Vergleich zu dem Baizu Reno, der hier 250 Watt hat, mit 43 Umdrehungen dreht. Der hat hier 150 Watt, dreht halt mit 60 Umdrehungen in der Minute. Und wir wollen diese beiden Entsafter vergleichen auf Stangensellerie, das steht für alles Grüne, wie immer. Die Karotte steht für alles Harte und Feste, 500 Gramm. Und dann haben wir noch die Orange, das steht für alles Weiche. Ich will mal kurz hier eine Bewertung vorlesen von den Amschef. Das ist von Amazon die Bewertung. Die Bewertungen sind 5 Sterne. Ich bin wirklich absolut begeistert von diesem Entsafter. Ich habe ihn mir für eine Stangenselleriekur bestellt und wollte nicht so viel Geld ausgeben. Hatte aber natürlich die Befürchtung, dass die Qualität entsprechend schlecht sein wird. Aber weit gefehlt, der Slow Juicer kann super geschützt und verpackt nach 2 Tagen an, ließ sich leicht zusammenbauen und hat den Bund Stangensellerie mühelos entsaftet. Fasern waren so gut wie keine drin und nur ganz am Boden des Behälters. Das Geräusch ist relativ angenehm. Ja, habe ich vor 6 Stunden früh in Betrieb genommen und die Befürchtung gehabt, dass ihn die Nachbarn hören könnten, aber es ist wirklich nicht laut. Das Entsaften geht recht schnell und im Anschluss lässt sich alles super reinigen. Auch optisch sieht der Slow Juicer sehr gut aus und ist kleiner als befürchtet. Bin wirklich absolut zufrieden. Hier haben wir noch ein Top-Gerät, sehr guter Slow Juicer für wenig Geld. Ich habe mich vorher mit einem Zentrifugalentsafter abgemüht, bei dem zwar ein schnelleres Entsaften möglich war, aber dafür ein wenig effizienteres Saftergebnis die Folge war. Danach hatte ich einen Slow Juicer, Marke nenne ich nicht, bei dem ständig der Sellerie den Trester-Ablass verstopfte, obwohl dieser schon klein geschnitten war. Mit diesem gibt es da überhaupt keine Probleme, die Saftwurst bleibt der Geschmack und der trockene Trester ist wirklich lobenswert. Die Reinigung geht äußerst schnell und auch meiner Meinung nach unschöne Verfärbungen durch rote Beete, Kurkuma kommen durch die dunklen Bauteile nicht zustande. Ich bin gespannt auf das Langzeitergebnis und werde berichten. Ja, das waren also so einige Bewertungen, die ich vorgelesen habe von Amazon. Hat also hier wirklich super Bewertungen, so wie es ausschaut. Aber die Leute haben natürlich kein Vergleichsgerät gehabt. Wir wollen das hier wieder auf Herz und Nieren testen. Als Sternedurchschnitt hat man hier 4,6 beim Amtschef. Der hat hier fast komplette 5-Sterne-Bewertung, also scheint ja super zu sein. Und ich bin gespannt, ob das auch wirklich dann in der Realität so sein wird, wenn man das gegen den Baizu Reno kosten, der ja erheblich teurer ist. Also hier Billig-Entsafter, 95 Euro, gegen gutes Einsteckergerät im mittleren Bereich für 299 Euro. Wir fangen an mit dem Amschef. Gut, dann lassen wir das Ganze jetzt hier noch auslaufen. Es hat hier ganz schön hin und her gewackelt, das Ganze. Ich habe es eben gesehen noch in der letzten Sequenz. Das ist einfach aufgrund des Druckes. Das ist jetzt kein Manko. Und ja, es war ganz okay. Vom Saften her ging ganz flüssig eigentlich von der Hand. Machen wir das Ganze aus. Kommen wir zum Baizu Reno. Auch wieder 500 Gramm. Der ist natürlich wesentlich leiser hier als der Amschef. Ich habe hier auf 5 bestellt, also hier kann man den Pressdruck verstellen beim Baizu Reno. Es gibt hier auch schöne Tests zum Stangenselleriesaft, wo wir noch andere Entsafter mit dem Reno testen. Verlinke ich jetzt hier oben an der Infobox, wer Interesse hat, kann sich die Videos gerne noch anschauen. Gerade die Leute, die sich sehr hingezogen fühlen zum Medical Medium, zum Anthony William. Und dann verlinke ich das mal hier oben in der Infobox des Videos, wo wir den Entsafter testen gegen unter anderem auch das von Anthony William empfohlene Gerät Omega 8228. Dann können wir das Gerät ausmachen.
Dann kommen wir jetzt zum Trester. Wir wollen gucken, wie viel Trester jetzt im Saft von diesen beiden Entsaftern jetzt gewesen wäre. Wir haben deswegen das Sieb davor gemacht. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Hier ist der Amtschef, ist halt ein bisschen mehr. Hier ist der Reno, hat halt weniger Trester im Saft, wäre also weniger Trester im Saft gewesen. Wir schauen, wie trocken der Trester jetzt noch ist. Erst vom Reno, dann hier vom Amtschef, wesentlich feuchter. Schaut mal her. Hier, hat sich wesentlich weiter ausgebreitet. Hier vom Amtschef, hier ist der Reno, ist auch feucht, aber nicht so feucht wie der Amtschef. Ja? Jetzt kommen wir zur Saftausbeute. Wie viel Saftausbeute haben wir jetzt hier gewonnen bei den Geräten? Fangen wir an mit dem Amtschef. Der Amtschef hat hier 280 ml, also 56% Saftausbeute. Wir füllen das ab. Passen 360 ml rein. Dann kommen wir jetzt zum Reno. Der Reno hat 350 ml Saftausbeute, also haben wir 70% Saftausbeute. Das ist wesentlich mehr. 14% mehr Saftausbeute, das macht sich dann am Ende auch bezahlt. Kostet zwar 299 €, der andere hier kostet 95 €, aber rechnet euch das aus. Stangensellerie ist nicht günstig. Da werdet ihr auf jeden Fall dann etwas günstiger wegkommen bei. Seht ihr das hier? Das ist wesentlich mehr beim Baizu Reno. Fazit: Wir hatten hier beim Stangensellerie eindeutig den Reno vorne. Er hat am wenigsten Trester am Saft. Der Trester war am trockensten im Vergleich zum Amtschef Slow Juicer. Und er hat auch die höchste Saftausbeute mit 350 ml. Der Amtschef hatte 280 ml. Und demzufolge hatten wir hier eine 14% höhere Saftausbeute beim Stangensellerie. Wir kommen dann jetzt zur Karotte. Wieder 500 Gramm Karotten. Und dann haben wir das jetzt hier beendet. Ich habe es lediglich ausgestellt. Kommen wir jetzt zum Baizu Reno. Wieder 500 Gramm. Dann können wir auch wieder ausmachen. Dann wollen wir jetzt schauen, wie viel Trester im Saft gewesen wäre. Wir haben hier den Amtschef, hier haben wir den Reno. Beim Reno ist es meiner Meinung nach wieder ein bisschen weniger als beim Amtschef. Man sieht es, glaube ich, dass es ein bisschen weniger ist. Wir wollen jetzt messen, wie trocken der Trester ist. Vielleicht seht ihr das hier. Der ist halt relativ trocken noch vom Reno. Der ist halt relativ feucht vom Amtschef. Also hier auch wieder der Reno trockener als der Amtschef. Dann wollen wir jetzt hier die Flüssigkeit abmessen, wie viel Saft wir erhalten haben. Das ist jetzt hier vom Amtschef 150 ml an Flüssigkeit haben wir hier erhalten. Wir haben dann also eine 30%ige Saftausbeute. Wir füllen das jetzt noch an Flaschen ab. Also ich habe hier auch sehr trockene Karotten gehabt, muss ich dazu sagen. Aber es geht um den Vergleich. Die Karotten habe ich aus dem gleichen Beutel genommen. Der Amtschef, 500 Gramm Karotten. Und dann wollen wir jetzt noch den Reno abmessen. Beim Reno haben wir auch 150 ml Saftausbeute, also auch 30% Saftausbeute. Das ist jetzt gleich vom Test her, was die Saftausbeute angeht. Stellen wir mal nebeneinander. Nicht wirklich signifikant, aber ein ganz kleines bisschen mehr hat jetzt ja der Reno bei Karotte an Saftausbeute gehabt. Karotte als Vergleich, der Trester war hier trockener beim Reno. Wir hatten auch weniger Trester im Saft beim Reno. Hier war es halt ein bisschen mehr. Und die Saftausbeute ist ungefähr gleich, wobei der Reno ein kleines bisschen mehr hatte. Dann kommen wir jetzt hier zu guter Letzt noch zur Orange. Wir fangen wieder an mit den Amtschef Slow Juicer. Und dann können wir ausmachen. Wir kommen zum Reno, 500 Gramm Orangen.
So, das war's. Dann wollen wir jetzt gucken, wie viel Rest am Saft gewesen wäre. So, dann würde ich das hier in die Kamera halten. Den Vergleich haben. Ich würde sagen, dass es hier ungefähr gleich ist. Wir schauen, wie feucht oder wie trocken der Dresdner noch ist. Ja, auch hier hat der Reno gewonnen. Schaut her, da ist der Reno, kaum Flüssigkeit drin bei Orange, und hier ist der Amazon Chef. Wir wollen die Saftausbeute ausmessen. Geben wir das mal hier rein. Wir haben hier eine Saftausbeute von 300 Milliliter. 300 Milliliter sind 60%, das ist eine gute Saftausbeute, auf jeden Fall. Für den Amtschef. Wir kommen zum Reno. Mal wie da die Saftausbeute ist. Haben wir auch 300 Milliliter, auch 60% Saftausbeute. So ein kleines bisschen mehr. Also haben wir hier vielleicht 62% Saftausbeute beim Amtschef Entsafter und hier haben wir 60% Saftausbeute beim Baisu Reno. Fazit kurz hier zur Orange. Wir hatten halt vom Trester, was ungefähr gleich der am Saft war. Der Trester vom Reno war ein bisschen trockener als der vom Amtschef. Und wir hatten ein kleines bisschen mehr Saftausbeute beim Amtschef diesmal. So, kommen wir zum Schlussfazit. Also für grüne Sachen und auch so Leafy Greens und Stangensellerie ist es hier eindeutig ein super Entsafter, der auch gewonnen hat gegen den Omega 8228 und auch gegen den Zahnlandjuicer. Also das ist hier ein super Entsafter. Hier oben blende ich nochmal das Video ein zum Zahnlandjuicer, wenn es interessiert. Für Grünzeug. Das ist wirklich hier ein Entsafter, der wirklich konzipiert ist für Grünzeug. Für Leute, die jetzt viel Grünzeug trinken wollen. Stangensellerie, gerade die ganzen Stangensellerie-Fans da draußen vom Medical Medium Anthony William, dem kann ich das hier ans Herz legen. Da war der Amtschef jetzt nicht so gut. Hat zwar auch ein ganz okayes Resultat gehabt bei Stangensellerie, aber war halt einfach nicht so besonders, meiner Meinung nach. Haben also hier den Reno für Grünzeug. Bei Karotte war es ungefähr gleich. Wir hatten ein bisschen mehr Saft hier bei Karotte. Also ja, liegt der Reno immer noch leicht vorne. Und wenn man jetzt halt hier für weiches Obst wie Orangen und vielleicht auch Beeren, ist vielleicht hier der Amtschef sogar besser geeignet als der Reno. Und ja, dann hängt es davon ab, wie ihr eure Kaufentscheidung trefft. Das Gerät ist hier halt sehr günstig. Ihr habt auch bloß 2 Jahre Garantie auf das Gerät hier. Die normale deutsche Garantie, die man in Deutschland auf Elektrogeräte hat, 2 Jahre. Ist ein bisschen schneller von der Umdrehungszahl her. Ansonsten hat er hier auch bloß ein Sieb dabei, mit dem man entsaften kann. Hier beim Reno habt ihr nochmal ein Blanksieb dabei, wo ihr auch Nussbutter, wo ihr auch was pürieren könnt oder auch Sorbet und Eis machen könnt. Das ist halt auch der Vorteil. Und ihr könnt hier auch den Pressdruck verstellen, was sich jetzt auch dann im Prinzip auswirken kann, gerade bei Grünzeug oder bei harten Sachen, auf das Saftergebnis. Bei dem Reno habt ihr 5 Jahre Garantie auf den Motor und 2 Jahre Garantie auf die Teile, wenn auch was wegbrechen sollte. Und ja, der Preis halt hier um die 100 Euro für den Amtschef, der hier 299 Euro. Ja, dann liegt es an euch, wie ihr eure Entscheidung trefft. Ich würde mich trotzdem für den Reno entscheiden, weil ich natürlich auch hauptsächlich Grünzeug trinke. Dafür brauche ich den Entsafter für Wildkräuter, für Weizengras, für Stangensellerie. Das sind die Sachen, die ich mit Entsaftern mache. Der Amtschef mag auch okay sein als Slow Juicer, auf jeden Fall auch für den Preis. Habe mich jetzt eigentlich auch überrascht, dass so ein günstiges Gerät auch so eine guten Ergebnisse abliefert, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, die Entscheidung liegt da ganz bei euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt für das Video. Wer noch mehr Tests sehen will und sich auch über Gesundheitsthemen informieren möchte, da würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, alles Gute, bis bald. Sagt euch euer Bastian von slowjuice.de.